Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn ihr euer Windows-Passwort vergessen habt und nicht mehr in euren Rechner kommt. Ja, wer kennt das nicht? Man hat sein Passwort mal geändert, ja, um einfach der Sicherheit vorzubeugen, und dann hat man es dann doch irgendwie vergessen oder verlegt, sich nicht aufgeschrieben oder was auch immer. Man möchte sich einloggen, weiß das Passwort aber nicht. Und egal, was man hier jetzt eingibt, man kommt ja logischerweise nicht rein. Bei mir ist es natürlich sinnvoll, ich habe mir hier hingeschrieben 1 und das Passwort ist auch 1, also die Nummer 1. Aber es ist jetzt hier nicht Sinn der Sache. Und wenn man hier Kennwort zurücksenden klickt, dann kommt hier nichts wirklich Sinnvolles. Das können wir nicht gebrauchen. Ja, was machen wir jetzt, um hier reinzukommen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht nichts weiter, ihr müsst einfach nur euch das Video anschauen und dann werdet ihr wieder an euren Rechner reinkommen. Ja, was machen wir jetzt? Zuerst werden wir unseren Rechner herunterfahren. Das mache ich jetzt hier, indem ich hier auf Herunterfahren klicke. Das dauert jetzt bei mir einen kurzen Moment. Und jetzt müsst ihr euren Rechner neu starten. Da ich das Ganze mit einer Virtual Box aufnehme, also mit einer virtuellen Maschine, sieht das bei mir ein kleines bisschen anders aus. Aber euren PC, den werdet ihr schon allein anbekommen. Ja, ihr schaltet euren PC jetzt also an. Ich drücke dazu hier jetzt auf Starten. So, das dauert bei mir einen kleinen Moment. Und was ihr machen müsst ist, ihr wartet jetzt, bis das Windows-Logo kommt. Dann wartet ihr, bis die Pünktchen unten kommen. Und dann schaltet ihr euren Rechner wieder aus. Ich mache das hier, indem ich hier einfach auf Ausschalten klicke. Und dann ist das Ganze wieder aus. Und das Ganze, das macht ihr zweimal. Und ihr könnt das zum Beispiel machen, indem ihr einfach die Stromversorgung wegnehmt. Oder indem ihr den Power-Knopf, also den Einschaltknopf, einfach 5 Sekunden haltet. Und dann geht euer Rechner auch alleine aus. Ich mache das jetzt hier so. Ich möchte euch das natürlich schöner abfilmen. Deswegen habe ich hier die virtuelle Maschine genommen. Ja, das haben wir jetzt zweimal gemacht. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr drückt jetzt wieder ganz normal auf Einschalten. Und dann wird euer Rechner wieder starten wie normal. Und was jetzt aber wichtig ist, jetzt steht hier unten, automatische Reparatur wird vorbereitet. Und genau das wollen wir haben. Ihr braucht hier auch keine Angst haben, wir machen hier nichts kaputt. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir unser Kennwort zurücksetzen werden. So, das lädt jetzt hier einen kurzen Moment. Wird jetzt noch kurz eine Diagnose des PCs ausgeführt. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Das ist ganz normal. So, jetzt öffnet sich hier so ein Fenster. Und hier steht bloß, dass unser PC nicht korrekt gestartet wurde. Und das ist ja auch klar, denn wir haben den Start immer abgebrochen. Was wir jetzt machen ist, wir klicken hier auf erweiterte Option, klicken auf Problembehandlung, drücken auf erweiterte Option und dann auf Eingabeaufforderung. So, und die Leute, die sich jetzt damit auskennen, für die hätte das jetzt ja schon gereicht bis hierhin das Video. Aber ich möchte euch natürlich zeigen, wie ihr das auch hinbekommt. Was wir hier jetzt machen ist, wir geben ein notepad.exe und drücken Enter. So, dann öffnet sich hier ein Notepad. Das bringt uns jetzt natürlich noch nicht viel. Wir gehen hier auf Datei, auf Öffnen. So. Und was jetzt ganz wichtig ist, ihr klickt hier unten links auf dieser PC. Das ist wirklich wichtig, den Schrift dürft ihr nicht vergessen. So. Und dann geht ihr in das Laufwerk rein, also in den Datenträger, auf den Windows installiert ist. Bei mir ist es jetzt hier lokaler Datenträger D. Da geht ihr drauf, dann geht ihr auf Windows und dann sucht ihr den Ordner System 32. Der ist bei mir hier. Und auch nicht wundern, dass wir jetzt wieder im selben Ordner sind. Den Ordner gibt es zweimal, es ist aber wichtig, dass wir dort auf der Festplatte sind, wo Windows auch installiert ist. Was wir jetzt machen ist, wir gehen hier unten auf Dateityp und klicken das Ganze an und wählen alle Dateien aus. So, da werden jetzt kurz noch ein paar Dateien hinzugefügt.
Und wir suchen uns jetzt das Programm magnify.exe. So, hier war es auch schon. Muss ich mal kurz langsam runtergehen. Und dann seht ihr hier Magnify. So, und was wir jetzt machen müssen, wir klicken das einmal an, drücken dann F2 und wir benennen die Datei oder dieses Programm um in Magnify-Alt. Drücken Enter. Und das wird uns jetzt noch nicht angezeigt. Wir drücken einmal F5, um das zu überprüfen. Suchen wieder Magnify. So, und sehen jetzt hier, das ist jetzt umbenannt worden in Magnify-Alt. Was wir jetzt tun müssen ist, wir suchen cmd.exe. Das ist natürlich hier irgendwo bei C. Moment, hier war es schon. Hier. Und was wir machen, mit Klicken Rechtsklick, kopieren das Ganze, drücken STRG und V, drücken wieder F5, damit wir das Ganze sehen. Und dann sind wir hier CMD Kopie. Was wir jetzt machen ist, wir drücken F2 und nennen das Ganze jetzt um in Magnify und drücken Enter. Dann drücken wir nochmal F5, um zu aktualisieren, gehen jetzt runter zu Magnify. Das muss hier irgendwo sein. Hier, und jetzt sehen wir, dass hier einmal Magnify ist und einmal Magnify Alt. Was wir jetzt einfach gemacht haben, ist, dass wir die Bildschirmlupe umbenannt haben. In Bildschirmlupe Alt sozusagen. Und haben ein CMD-Fenster kopiert. Und haben dabei das neue CMD-Programm Magnify genannt. Warum wir das gemacht haben, das werdet ihr gleich sehen. Wir schließen jetzt einfach alles wieder. Gehen auf Fortsetzen. Und lassen den PC jetzt ganz normal, wie gewohnt, neu starten. Jetzt wird hier auch keine Diagnose mehr ausgeführt. Wir warten jetzt einfach, bis der Rechner ganz normal wieder gestartet ist. So, bei mir dauert das alles ein klein wenig länger, weil ich das ja in der virtuellen Maschine laufen lasse. Bei euch wird das alles ein bisschen schneller gehen. So, jetzt sind wir hier wieder auf dem Bildschirm und wissen das Passwort natürlich trotzdem noch nicht. Was wir jetzt aber machen können ist, wir gehen hier unten auf erleichterte Bedienung, klicken da einmal drauf und klicken hier auf die Bildschirmlupe. Und was jetzt passiert, wenn wir hier draufklicken, ist einfach, dass sich jetzt ein CMD-Fenster öffnet. Und das Schöne an der Sache ist, dass dieses CMD-Fenster Systemrechte besitzt. Und was wir hier jetzt machen können ist, wir könnten zum Beispiel jetzt das Passwort, was wir nicht mehr wissen, können wir einfach löschen. Wir könnten uns auch einen neuen Benutzer erstellen und mit dem etwas machen, das Passwort dann auch wieder löschen und den Benutzer dann wieder löschen. Das kommt jetzt ganz drauf an, was ihr machen möchtet. Wenn ihr jetzt einfach nur das Passwort hier löschen wollt, dann gebt ihr einfach in das Feld ein, net User, und dann gebt ihr den Namen ein, wie euer Benutzer heißt. Das ist jetzt in meinem Fall Patrick. Und dann gebt ihr dahinter ein Sternchen ein und drückt einfach Enter. Und dann könnt ihr ein neues Kennwort eingeben. Ihr müsst hier jetzt natürlich nichts eingeben. Ich drücke jetzt einfach mal Enter, nochmal Enter und dann steht hier, der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Und nicht wundern, wenn ihr hier bei Kennwort was eingebt, dann wird das nicht angezeigt. Das ist aber ganz normal. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wir hätten hier auch 1, 2, 3, 4 eingeben können. Da würde es aber nicht angezeigt werden. Ich kann euch das ja nochmal demonstrieren. Wenn ich jetzt hier was eingebe, 1, 2, 3, 4, dann wird das nicht angezeigt. Dann muss man unten aber auch wieder 1, 2, 3, 4 eingeben. Und dann wird das jetzt in meinem Fall erfolgreich ausgeführt. Ja, wir wollen das jetzt aber wieder löschen. Deswegen gebe ich einfach nichts ein. Und ja, was müssen wir jetzt einfach nur machen? Wir müssten jetzt theoretisch einfach nur noch auf Einloggen klicken. Und wir überprüfen das mal, indem wir hier nichts eingeben. Ihr seht, hier ist nichts eingegeben. Vorher war ein Passwort notwendig. Und jetzt klicke ich einfach mal auf Einloggen. Und das Ganze funktioniert. Wir warten jetzt noch kurz, bis wir eingeloggt sind. Damit ihr auch sicher gehen könnt, dass das funktioniert.
So, und schon sind wir in dem Account, von dem wir eigentlich das Passwort nicht mehr wussten, sind wir wieder im Account drin. So, jetzt könnte man sich natürlich ein neues Passwort erstellen. Das macht ihr einfach, indem ihr hier unten draufklickt, Systemsteuerung eingibt, das Ganze öffnet, dann auf Benutzerkonten geht, nochmal Benutzerkonten und dann geht ihr, also ihr seht jetzt, dass ihr angemeldet seid als Administrator und ihr müsst auch Administrator sein, sonst könnt ihr das nicht machen. Ihr geht jetzt einfach auf anderes Konto verwalten, klickt hier drauf und dann könnt ihr hier euer Kennwort erstellen bzw. dann ändern oder je nachdem, welchen Benutzer ihr ausgewählt habt. Ich erstelle mir jetzt einfach mal wieder ein Passwort, denn das wieder 1 und als Kennwort hinweis 1. Kennwort erstellen. So, und jetzt habe ich wieder hier ein Kennwort. So, wir gehen jetzt nochmal zurück auf dem Anmeldebildschirm, indem wir hier uns abmelden. Und jetzt zeige ich euch die zweite Methode, wenn ihr das Passwort beibehalten wollt. Ihr wollt nur in den Rechner rein mit einem zweiten Account. Also, wir öffnen wieder über die Bildschirmlupe die System, also das CMD-Fenster. Was wir jetzt eingeben, ist einmal kurz NetUser. User Fragezeichen. Und dann seht ihr hier, was ihr theoretisch alles machen könntet. Und wir wollen jetzt einen Benutzer hinzufügen. Und das machen wir mit dem Befehl hier. Ja, also wir geben jetzt ein NetUser. Dann geben wir einfach /add ein. Und dann können wir eingeben den Namen. Ich nenne den jetzt einfach mal Test und dann das Passwort. Das Passwort nenne ich jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 0 in dem Fall. Drücke Enter. Und dann steht hier, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. Das überprüft er, indem ihr nur NetUser und Enter eingebt. Ich tue ja mal ein bisschen nach unten gehen. Und dann seht ihr hier, dass plötzlich auch noch zwischen Patrick und den ganzen anderen Accounts auch noch ein Test-Account da ist. So, wenn ihr jetzt NetUser Test eingebt, dann seht ihr, dass er aber bei lokalen Gruppenmitgliedschaften nur Benutzer ist. Wir wollen aber, dass er auch ein Administrator ist, weil sonst können wir mit dem Account ja nicht viel anfangen. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir geben ein net local group, dann Administratoren, dann den Namen von unserem Account, dem wir die Administratorenberechtigung geben wollen. In dem Fall jetzt Test und dann /add und drücken Enter. Dann steht hier wieder, der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Und dann könnt ihr mal auf eurer Tastatur die Pfeiltaste nach oben drücken und das Ganze nochmal. Und dann seht ihr wieder NetUser Test, drückt Enter. Und jetzt seht ihr hier bei lokale Gruppenmitgliedschaften haben wir hier plötzlich auch noch Administratoren stehen. So, jetzt haben wir uns also einen zweiten Benutzer erstellt und der hat jetzt auch Administratorenberechtigung. So, wir schließen das Fenster jetzt mal wieder. Und was jetzt das Problem ist, wir sehen natürlich jetzt nicht den Benutzer-Test. Das ist auch gar nicht schlimm. Was wir jetzt machen können ist, wir warten entweder ab, bis dieser Anfangsbildschirm kommt, der halt normalerweise kommt, der sich so nach oben schiebt. Oder wir starten einfach unseren Rechner neu, indem wir hier auf diesen Button klicken und auf Neu starten. Dann warten wir kurz, bis das Ganze neu gestartet ist. Und dann wird unser soeben erstellter Benutzer wird dann angezeigt. Ich mache das für euch natürlich ein bisschen schneller, dass ihr hier nicht die ganze Zeit warten müsst. Wir sind jetzt gleich wieder im Login-Screen. Das Fenster meinte ich. Ihr könntet auch warten, bis das da ist. Das dann wieder nach oben wegschieben. Und dann wäre der Nutzer hier unten auch da. Ihr könnt euren Rechner natürlich auch neu starten, das geht schneller. Wir klicken jetzt hier auf Test und dann geben wir einfach das Passwort ein, was wir für uns festgelegt haben, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 in meinem Fall. Ich habe jetzt hier auch das eingegeben, klicken hier auf Einloggen und ja, jetzt haben wir einen Benutzer mit Administratorenberechtigung und ihr werdet auch gleich sehen, dass das Ganze hier nochmal eingerichtet wird. Das liegt einfach daran,
dass der Account vorher noch nie gestartet worden ist, logischerweise, weil wir haben den ja gerade erst erstellt. So, dann müssen wir jetzt nur noch kurz warten, bis das hier eingerichtet wird und dann könntet ihr euren neuen erstellten Benutzer auch benutzen. So, das hat jetzt bei mir ein klein wenig gedauert. Das wird bei euch aber schneller gehen. So, jetzt könnt ihr hier einfach alles erstmal verweigern. Windows muss das nicht alles von euch wissen, da ihr den Account dann im Nachhinein sowieso wieder löschen werdet wahrscheinlich. Also immer Nein annehmen. Dann lädt es nochmal einen kurzen Moment. Und dann seid ihr auch schon jetzt in eurem Account drin, ohne dass ihr eigentlich das Passwort von dem Administrator-Account wisst. Ja, wir machen das hier mal kurz zu. Jetzt könntet ihr hier theoretisch das Passwort vom Administrator ändern, den Administrator-Account löschen und so weiter. Alles wieder über Systemsteuerung. Klicken wir hier drauf. Und dann müssen wir wieder auf Benutzerkonten gehen. Benutzerkonten. Nochmal Benutzerkonten. Und dann könnte man jetzt hier auf ein anderes Konto verwalten klicken. Und ihr seht auch, ich kann hier draufklicken. Das heißt, ich besitze die Administratorenberechtigung. Und jetzt könnten wir hier bei dem Account, wo wir das nicht wissen, könnten wir hier das Kennwort ändern und so weiter. Ja. Jetzt wollen wir den Account, den wir gerade erstellt haben, natürlich wieder löschen. Das ist auch kein Problem. Was wir dazu machen müssen, ist einfach, wir gehen wieder hier raus, melden uns ab, werden hier kurz abgemeldet und dann öffnen wir wieder über die erleichterte Bedienung die Bildschirmlupe. Kurze Anmerkung nebenbei, man hätte das Ganze natürlich auch mit der Bildschirmtastatur machen können. Ich finde aber, dass die Bildschirmlupe ein Tool ist, das man noch seltener benutzt. Deswegen habe ich das hier mit der Bildschirmlupe gemacht. Ich kann jetzt gerade die erleichterten Bedienungen nicht mehr öffnen. Jetzt geht's, Bildschirmlupe. Und jetzt öffnet sich das Ganze wieder. Ihr gebt jetzt einfach ein Net-User, dann den Account, den wir gerade haben, /delete, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Drücken Enter und dann ist der Account weg. Wenn ihr jetzt wieder warten würdet, bis dieser Screen kommt oder neu starten würdet, wäre der Account auch wieder weg. So, was aber jetzt noch nicht weg ist, ist die Hintertür, die wir hier offen gelassen haben, über die Bildschirmlupe. Und das wollen wir natürlich auch noch wegmachen. Und wie wir das machen, ist einfach genauso wie vorhin. Wir fahren erstmal den Rechner herunter und wiederholen dann das ganze Spiel von Anfang an, so wie wir es am Anfang auch gemacht haben. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Starten. Ihr müsstet bei euch jetzt den Power-Button klicken von eurem Rechner. Warten, bis das Windows-Logo kommt. Dann warten, bis die Pünktchen kommen. Und dann euren Ausschalter 5 Sekunden halten. Oder eben die Stromversorgung wegnehmen. Dann startet ihr euren Rechner wieder. Macht das Ganze noch einmal. Warten, bis die Pünktchen kommen unten. Und wieder ausschalten. Dann wieder starten. Und dann dürfte sich die Windows-Reparatur wie gewohnt öffnen. So, dann müsst ihr kurz wieder abwarten. Dann wird die Diagnose wieder ausgeführt. Das wird diesmal wahrscheinlich schneller weggehen. So, und dann seid ihr wieder bei den bekannten Fenstern von vorhin. Wir klicken wieder auf erweiterte Optionen, Problembehandlung, erweiterte Option, Eingabeaufforderung. Geben wieder ein notepad.exe, drücken Enter, gehen auf Datei, öffnen, dann wieder ganz wichtig, dieser PC, dann dort den Datenträger auswählen, wo Windows installiert ist. Das ist bei mir D, bei euch wird es wahrscheinlich C sein. Dann auf Windows,
suchen den Ordner System 32, klicken den an, gehen hier wieder bei Dateityp auf alle Dateien und dann suchen wir uns die Magnify-Anwendung. So, gehen wir mal wieder langsamer hier hoch, das muss ja nicht gleich wieder überspringen. Hier, Magnify. Was wir jetzt machen ist, wir löschen das jetzt einfach mit Rechtsklick löschen. So, das ist jetzt gelöscht, das seht ihr nur gerade nicht. Dann drückt ihr auf Magnify Alt, drückt wieder F2 zum Umbenennen, löscht das hier raus und drückt Enter. Das ist jetzt auch noch nicht geändert. Und zum Überprüfen könntet ihr jetzt nochmal F5 drücken. Und dann könnt ihr mal wieder runterscrollen zu Magnify. Und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, hier bei Magnify, dass jetzt das normale, also das Magnify jetzt wieder da ist sozusagen. Und jetzt könnten wir hier wieder alles schließen, 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 wieder neu starten. Und wenn er dann neu gestartet ist und er wieder auf die Bildschirmlupe klickt, dann wird sich die Bildschirmlupe auch wieder öffnen. So, ich möchte euch das noch kurz zeigen, dass das jetzt alles wieder wie vorher ist. Wir gehen hier auf erleichterte Bedienung. Bildschirmlupe. Dann lädt das schon länger und dann seht ihr hier, dann funktioniert die Bildschirmlupe auch wieder. Ja, wir machen das hier jetzt mal wieder zu, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ihr habt gesehen, dass das funktioniert. Und ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.